Der Dramatiker Mykola Kulisch und der Regisseur Les Corbas gelten heute als die bedeutendsten Vertreter des ukrainischen Theaters. Am 3. November 1937 wurden sie als Opfer des stalinistischen Terrors zusammen mit zahlreichen anderen politischen Gefangenen erschossen. 1925 lernen sich Kulisch und Corbas in Charkiw kennen. Es beginnt eine produktive Zusammenarbeit und Freundschaft, die bis zu ihrer Verhaftung andauern sollte. Sie entwickeln eine völlig neue Ästhetik und brechen mit überholten Spielweisen und Bühnenbildern, die Corbas bereits in seinem Theaterbrief von 1918 aufs Korn nimmt. Wie soll es denn jemand, der noch ein kleines bisschen Geschmack hat, bloß im zeitgenössischen Theater aushalten? Seufzt er und fordert eine Erneuerung des Theaters und den Bruch mit veralteten Traditionen. Die künstlerische Heimat von Corbas und Kulisch, das 1922 gegründete Freie Theater Beresil, ist der Versuch, eine Gemeinschaft Gleichgesinnter zu schaffen, ohne Hierarchien und nur der Kunst verpflichtet. Im März 1928 hat am Theater Beresil Kulischs Stück Der Volksmaleachi Premiere. Sowohl das Stück als auch die Inszenierung lösen heftige Diskussionen aus und Corbas muss seine Position immer wieder erklären. An dem Stück schätze ich den Bruch mit Schablonen, mit Phrasen und Klischees, die der Vergangenheit angehören und nicht mehr in unsere Gegenwart passen. Theater muss Unruhe stiften, muss unbequeme Fragen stellen. Das Problem ist, dass die Leute, wenn sie ins Theater gehen, ihr Gehirn meist zu Hause lassen. Dabei sollten sie es besser mitnehmen. Das Stück zeigt mit Ironie und Satire alte Denkweisen in einer neuen Zeit, aber auch recht deutlich die Auswüchse der neuen Sowjetgesellschaft. Mit Protokollen wird man weder das Böse vernichten, noch den Sozialismus aufbauen. Das Wichtigste ist jetzt die Reform des Menschen. Für Kulisch und Corbas hat die Zeit der Protokolle jedoch längst begonnen. Im September 1933 hat Kulischs Stück Maklina Grasa Premiere. Das Stück spielt in Polen während der Wirtschaftskrise. Ein bankrotter Makler gibt seine Ermordung in Auftrag und wird am Ende von der 13-jährigen Maklena erschossen. Allerdings sind auch hier die Anspielungen an die Sowjetrealität mehr als deutlich. Aber nun haben neue Musiker die Bühne betreten. Auf staatlichen Seiten spielen sie dem Diktator schmeichelnde Symphonien. Und dafür haben sie Dirigentenposten in der Kunst bekommen. Welche Folgen die Inszenierung haben würde, ist Corbas durchaus bewusst. Vor uns liegt unsere letzte Prüfung. In 2 Tagen ist die Premiere, vielleicht die letzte in unserer gemeinsamen Arbeit. Vielleicht bin ich da nicht mehr bei euch. Die Inszenierung wird verrissen und Corbas als künstlerischer Leiter des Beresil abgesetzt. Es sollte fast 30 Jahre dauern, bis Maklena wieder auf der Bühne zu sehen war.